Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play von Sherlock Holmes The Awakened. Das Spiel wird regelmäßig automatisch gespeichert, aber vergiss dennoch nicht selbst zu speichern. Ach, die Baker Street. Wunderbar. Schon lange nicht mehr dort gewesen. Shadow over London. Schatten über London. Kapitel 1. Dr. Watson, would you kindly close the door behind you so that we can limit the price of your carelessness to merely hours of work rather than days? My apologies, Mr. Holmes. I found myself rather taken aback. I saw tidier houses in war-torn Afghanistan. Are those my surgical needles? I ran out of tacks and the matter required immediate attention. Was that my supper? Plainly not, for I was the one who ate it. I set it aside for this evening. And for that I am grateful. Is that my bed? Watson, since you've proven yourself a master of observation, might I ask you to apply your skills to a more pertinent question? Namely, the whereabouts of today's newspapers. They are the key to everything. The newsboy is usually reliable. Medically speaking, I often find that the key to everything is good sleep. In a bed. Your papers are here, on the table. Let us see what the postman brought today. Schauen, können wir die Sprache umstellen? Das sind die Gedächtnisfetzen, die man verbinden muss. Was ist das? Keine Ahnung. Das sind unsere Ausflüsse, okay. Optionen. Schwierigkeitsgrad. Junger Detektiv. Ui. Ton, Grafik, Gameplay, Steuerung. Vibrieren, Untertitel, Belohnungsbenachrichtigung. Okay. Sprache kann man scheinbar nicht einstellen. Also müssen wir Englisch mit deutschen Untertiteln beibehalten. Bei Sprachausgabe kann wirklich bleiben. Okay. Willkommen im Spiel. Benutze beweglich und drücke X zum Interagieren. Was haben wir denn hier? London Advertiser. 28. September 1882. Nach dem jüngsten Besuch der schwedischen Prinzessin Hildur in London, der von einer Reihe unglücklicher Begebenheiten überschattet war, gilt das Verhältnis zwischen England und Schweden als angespannt. Allen voran sei das ungeklärte Verschwinden des Leibwächters von Prinz Hildur genannt, das die britischen Diplomaten nun in Verlegenheit bringt. Der Leibwächter, der seit vielen Jahren im direkten Umfeld der schwedischen Königsfamilie arbeitet, nutzte nach Dienstschluss seinen Aufenthalt in London für eine nächtliche Erkundungstour in der Stadt, von der er nicht zurückkehrte. Ein Sprecher der Londoner Polizei ließ dem Londoner Advertiser gegenüber verlautbaren, dass man zuversichtlich sei, den Leibwächter dank seines markanten skandinavischen Erscheinungsbilds zu finden. Ein solcher Hüter zieht die Blicke auf sich. Ob nun die Blicke von seinesgleichen in Herren-Etablissements oder die der reizenden Damen, die ihnen dort Gesellschaft leisten. Local gossip, all of it uninteresting. Klatsch und Tratsch aus der Region. Und was haben wir hier? Ein Buch? Your order from Barnes' bookshop has arrived, Doctor. Barnes insists on delivering the books to our door, even though we could easily walk to his shop.
That's good service. Another letter from Werner. I never reply, but they keep coming. Werner Vogel, kommt mir bekannt vor. Vielleicht aus einem der älteren I don't see Spiele. the strand. Where is it? Pardon me? I am on the precipice of uncovering a pattern of crime across London spanning many months and involving many men. The missing paper cannot be a coincidence. That's preposterous. My dear fellow, life is infinitely stranger than anything which the mind of man can invent. Well, life used your newspaper to wipe its posterior, so after that unpleasant discovery this morning, I disposed of it. But in lieu of the strand, perhaps I can deliver you something equally tantalizing. I have just returned from a patient of mine, Captain Stemwick, who... No, that will not do. Grab your coat, Dr. Watson. Let us hope nobody has collected the dustbin. Was ist denn 6 von 50 plus 2? Was soll das sein? Oh, kann man nicht mehr durch das Fernglas gucken? Der Labortisch. Er hat das Bett hier hingebracht. I'm close, I know it. I just need one more piece to crack the case. Ein Puzzleteil fehlt, um den Fall zu lösen. Hier ist alles umgekippt hier. Das Gemälde sieht cool aus. Könnte sein Bruder darstellen. The dustbin is yours for the digging, Mr. Holmes. Wühlen Sie ruhig in der Mülltonne, Herr Holmes. Lass mich durch. Heute ist es regnerisch, daher solltest du dich dem Wetter entsprechend kleiden. Öffne die Fallmappe und navigiere mit R1 zum Garderobe. Der Strand war nicht in der Morgenpost. Watson hat die Morgenpost in die Wohnung gebracht, aber der Strand fehlt. Er hat die Zeitung draußen in den Müll geworfen, weil sie verschmutzt war. Vielleicht wurde die Mülltonne noch nicht geleert und ich finde die Zeitung. Buch von Mr. Barnes. In unserer Morgenpost befindet sich ein Buch von Watson. Es stammt von Mr. Barnes, dem Buchhändler, der seine Bestellung gerne persönlich ausliefert. Dem Buch liegt Mr. Barnes' Visitenkarte mit der Adresse seiner Buchhandlung gleich um die Ecke bei. Okay, Regenmantel. Sherlocks Mantel. Ein Sturm zieht auf. Das kommt mir alles so vertraut. Die Umgebung ist die gleiche wie bei den anderen Spielen von Sherlock. Mit 4 kannst du denjenigen Hinweis, der gerade in der Fallmappe geöffnet ist, anheften. Baker Street. Heute ist es regnerisch. Ja, das haben wir uns schon gemacht. So, wo ist denn die Mülltonne? Was ist das? A cactus spine. If it gets in your skin, it's awfully tricky to remove, and when laced with poison, the perfect assassination tool. Perfektes Mordgegenstand. Hey. You were mistaken, Dr. Watson. The paper was indeed dirtied, but not how you implied. It's potting soil. See, Watson? The conspiracy is real. Someone tried to poison me. Poison? You? That's madness. Do you even have enemies that would want to kill you? Okay, perhaps from Cordona. Halte R2 gedrückt, um zu rennen. Wo soll ich denn hinrennen? Kaktusstachel, womöglich mit Gift. Ich habe das fehlende Exemplar des Strand in der Mülltonne gefunden. Im Zeitungspapier steckt ein Kaktusstachel. Da sich solch ein Stachel nur schwer aus der Haut entfernen lässt, handelt es sich dabei in Kombination mit Gift um das perfekte Mordwerkzeug. Die Zeitung ist feucht und mit Blumenerde verschmutzt. Die Zeitung liegt tatsächlich in der Mülltonne. Ja, super.
Hinweis anheften. Wo sollen wir jetzt hin? Get the strand. Get your copy of the strand here. Ja. Get the strand. Get your copy of... Sorry, Mr. Holmes. I just sold my last paper. Blast. Then why are you still here? Boss pays by the hour. No sense in returning early. Was geschah mit meiner Zeitung? You're a bright child. I presume you see everything that goes on around here? Nothing gets past me, mister. Then tell me, did you notice anyone suspicious at my door this morning? Like the man with your newspaper? Precisely. What do you know? I know the value of a shilling. Dr. Watson? Cool, now I can take the day off. Was macht mit meiner Zeitung? Did you see what he was up to? Nah, not really. I saw him approaching your house, but I had a customer. Then there's a loud bang. I ducked down. Not because I was scared, because I wasn't. I had to protect the merchandise. And all I could see was him kneeling at your door. Wie sah der Mann vor der Tür aus? Can you describe the man you saw? He was carrying a lot of books. Up to his chin they were. Never heard of a well-read assassin. Looks can deceive. Hence the appeal of disguises. Wohin ist er gegangen? Which way did he go? Not sure. I was distracted by customers. Sorry. All right. You earned your shilling. That'll be all. Thanks, Mr. Holmes. Maybe I could be your eyes and ears. If you have more shillings. Ein kleiner Halsaufschneider. Im Bereich Gedankenspiele befindet sich eine neue Frage. Öffne sie, Get the die strand. Fallmappe und Get your copy navigiere of the zum strand Bereich here. Gedankenspiele. Wähle dann die richtige Hinweise aus, um die Antwort auf die Frage zu finden. Wer hat den Strand ruiniert? Buch von Mr. Barnes. Kaktusstachel. Womöglich mit Gift. Buch von Mr. Barnes. Ja, das passt wohl eher. Was macht man dann? Strand war nicht in der Morgenpost. Aussage des Zeitungsjungen. Mr. Barnes, der hiesige Buchhändler. Mr. Barnes ist das komplett verwickelt. Laut Aussagen des Zeitungsjungen hat der auffällige Mann einen Stapel Bücher getragen. Und heute Morgen hat der hiesige Buchhändler Mr. Barnes ein Buch für Watson ausgeliefert. Ein Kaktusstachel als Mordwerkzeug, ein lauter Knall, ein Besuch bei Mr. Barnes wäre wohl mehr als angebracht. Auf jeden Fall. So. Come now, Mr. Holmes. Murder? Yes, Barnes has his quirks, but he also has his Get the scruples. strand. Get your Not copy of every the strand pawn here. knows it's part of a game. Okay. Jetzt muss ich Mr. Barnes finden. In unserer Morgenpost befindet sich bla bla bla. Barnes Bookseller. Was muss ich jetzt finden? Baker Street, da bin ich ja gerade. Get the strand. Get your copy of the strand here. Captain Stanwich Herrenhaus. Das sieht doch verdächtig aus. Was macht er da? Can I ask you a question? As much as I'd like to help you, I know nothing about this. So gerne ich Ihnen auch helfen würde. Help me, please. No, I don't know anything about that. Darüber weiß ich nichts. Ja, ja. Ja, was ist mit dir denn? Warum weinst du? Is this familiar to you? I wish I could help you, but I don't know. Oh, japanische Flagge hier. Excuse me, just one question. It's a shame, but I can't help you.
Mr. Barners Buchhandlung. Ja, genau, da will ich hin. Habe ich sie gefunden? Barners Shop. Ist er das? The weather is dreary, isn't it? To be fair, my flowers could use the rainfall. Barners Bookshop. Hier, da ist er doch. How about that Vogel fellow? He seems rather obsessed with you. Would he do something like this? Der Werner Vogel, ne? Schauen wir uns erstmal um hier. Was ist das? So, Barnes has a dog now. Who's a good boy? Ein braver Junge, ja. I could hardly imagine anything more macabre. Das Gemälde sieht wirklich gruselig aus. Okay, dann sprechen wir mit dir. Beobachten. Tränensäcke unter den Augen. Arbeitet zu viel. Tinte. Druckerschwärze. Lehnte sich auf sein rechtes Bein. Schmerz am linken Bein. Hohe Absätze. Will größer wirken. So, Mr. Barnes humpelt und hat dicke Tränensäcke unter den Augen. Begleiterscheinungen seiner jahrelangen harten Arbeit. Es mangelt ihm am Selbstvertrauen, weswegen er hohe Absätze trägt, um größer zu wirken. Es ist unwahrscheinlich, dass jemand wie er in einen Mordkomplott verwickelt ist, wenngleich die Druckerschwärze auf seinen Händen darauf hindeutet, dass er derjenige war, der die Zeitung ruinierte. Es ist allerdings durchaus möglich, dass Mr. Barnes als Figur in einem größeren Spiel benutzt wird, ohne davon zu wissen. Mr. Barnes hat dicke Tränensäcke unter den Augen, das Resultat von Schlafmangel und Stress. Er humpelt wahrscheinlich aufgrund einer Gewalteinwirkung. Er trägt hohe Absätze, um größer oder stärker zu wirken, vermutlich um nicht wieder das Opfer von Gewalt zu werden. Mr. Barnes wird von jemandem unter Druck gesetzt und könnte in ein Komplott gegen mich verstrickt sein. Er Arbeitstier. Mr. Barnes, a word. Oh, for goodness sake. Who goes there? Sherlock Holmes. Now will you please... Mr. Holmes. Golly, I did not see you come in. Would you care to answer some questions for me? Well, I wish I could, but I am deep in the weeds with work. How about we reschedule in a month or two? Come now, Mr. Barnes. It will only take a moment. No, really deep in the weeds with important things. Well, help yourself to any book. Just take it and pay later. I trust you, Mr. Holmes. Barnes doesn't seem like himself. Why is he acting this way? You're asking the right questions, Doctor. Let's find a way to coax him out. Mit L1 kannst du interaktive Elemente in der Spielumgebung hervorheben. Eine Leiter. The ladder is broken recently, judging by the freshness of the wood. Apologies, but I can't hear you. Please come back later. Ich kann sie nicht hören. Barnes has always been a little odd, but this is uncharacteristic even for him.
Basics of cryptoanalysis, cryptography in Egypt. It appears Barnes has an interesting hobby. Katalog für exotische Pflanzen. Ein Katalog für exotische Pflanzen auf der Ladentheke von Mr. Barnes Buchhandlung. Der Titel des Katalogs lautet Immergrüne Pflanzen für eine immergrüne Liebe. In the language of Mycroft's secret agents, it's a sign. Dried flowers are replaced when the job is done. I wonder who the recipient is. An improvised stand, but it does make the flowers more visible. Finest view London has to offer. We're looking for a cactus needle in a haystack. A spine in a book stack? No, come on, Watson, think. So, Barnes has a dog now. Who's a good boy? Wer ist ein guter Junge? So viele Indizien jetzt. Verwelkte Blumen im Schaufenster. Warum verhält sich Mr. Barnes so sonderbar? Buch von Mr. Barnes. Charakterprofil von Mr. Barnes. Der Strand war nicht der Mond. Verwelkte Blumen im Schaufenster. Mr. Barnes ist in das Komplott verwickelt. Aussage des Zeitungsjungen. London Advent. Aussage des Zeitungsjungen. Kryptologiebücher auf Barnes Ladentheke. Kaputte Holzleiter in Mr. Barnes Laden. Katalog für exotische Pflanzen. Okay, das passt auch. Der Strand war nicht in der Morgenpost. Verwelkte Blumen im Schaufenster. Warum verhält sich Mr. Barnes so sonderbar? Mr. Barnes ist in das Computer. London Advice, 28. September 1882. Kryptologiebücher. Barnes Ladentheke. Passt das zusammen? Oder eher nicht? Buch von Mr. Barnes. Verwelkte Blumen im Schaufenster. Im Schaufenster von Mr. Barnes Buchhandlung steht ein Strauß verwelkter Blumen. Er wurde auf einem Bücherstapel abgestellt, der als improvisierter Untersetzer dient. Offenbar wollte Mr. Barnes dafür sorgen, dass seine Blumen deutlich sichtbar sind. Mycroft-Agenten nutzen Blumen auf ähnliche Weise, um miteinander zu kommunizieren. Wer hat den Strand ruiniert? Mr. Barnes hat der hiesige Buchhändler hat die Zeitung ruiniert.
Wir gehen mal gerade raus zu der Lady da vorne. Sie ist ja im Augenwinkel. Sherlock ist nicht gerade eine Wasserratte. Fällt er ins Wasser, geht er unter. I should have worn something warmer. People don't tend to come out with flowers when it rains. What's your name? Perhaps Lily. I know, not very original. Encouraging people to stop and smell the roses? Our national emblem. God save the Queen. It must take patience and care to produce a bloom so beautiful. I imagine so. I merely sell them. Aha, der Kaktus. Familiar spine? Is this what I found in my dustbin? The pot is damaged. The blow was severe, but softened by something. Anything tickle your fancy, Mr. Holmes? Beobachten. Wir beobachten dich mal. Sieht schon verdächtig aus. Blick in die Ferne. Hält Ausschau oder nachdenklich. Ja, diese Hüte von damals so. Geschmückt mit Schleifen und Federn. Trägt Schminke. Will schön sein oder etwas verbergen. Trauerbrosche. In Gedenken an verstorbene Ehemann. Teurer Stoff. Ungewöhnliche Arbeitskleidung. Saubere Stiefel. Hat bei Ankunft Schuhe gewechselt. Oh, immer noch von Trauer erfüllt, schaut nach vorne. Mrs. Fleming trägt Schminke, um ihre tränenverschmierten Wangen zu kaschieren. Ihr Kleid besteht aus teurem Stoff, der sich eigentlich nicht für den Arbeitsalltag eignet. Ihre Stiefel sind nicht mit Matsch verdeckt. Sie muss ihr Schuhwerk gewechselt haben, als sie zu ihrem Verkaufsstand kam. Mrs. Fleming versucht ihren Kummer mit extravaganter Kleidung zu überspielen, trägt aber immer noch eine Trauerbrosche in Gedanken an ihren verstorbenen Ehemann. Ihr Städter blickt in die Ferne, offenbar ihre emotionale Bindung, die immer noch zu ihrem verstorbenen Ehemann besteht. Insgesamt betrachtet muss man zu dem Schluss kommen, dass Mrs. Fleming nach wie vor mit ihrem tragischen Verlust hadert. Schaut nach vorne. Mrs. Fleming trägt eine Trauerbrosche, Gedenken an ihren verstorbenen Ehemann. Ihr Kleid besteht aus teurem Stoff, der sich eigentlich nicht für den Arbeitsalltag eignet. Ihr Stiefel sind nicht mit Matsch bedeckt. Sie muss ihr Schuhwerk gewechselt haben. Ihr Blick schweift ständig in die Ferne ab, was vermuten lässt, dass sie nach irgendetwas auf der Straße Ausschau hält. Vielleicht wartet sie auf jemanden. Mrs. Fleming hat ihren Mann offenkundig geliebt, versucht aber nach vorne zu schauen, worauf ihre Schminke und ihre elegante Kleidung hindeutet. Womöglich hat sie sich so herausgeputzt, um jemanden Aufmerksamkeit zu erregen oder einfach nur, um ihre Selbstwertschätzung zum Ausdruck zu bringen. Das ist wohl eher... würde wohl eher passen, also für mich. Mrs. Fleming, you look particularly lovely today. Is there a reason? Does a woman need a reason to look or feel beautiful? No, but your distant look suggests you seek one man's gaze in particular. Who told you that? Nobody. Merely a keen eye and some simple deduction. Well, I'll kindly ask you to keep your keen eye to yourself, Mr. Holmes. Der Weise präsentieren. Charakterprofil Mrs. Fleming. Are you sure you're asking the right person? I'm just a flower seller. Verwelkte Blumen im Schaufenster. Warte mal. Verkauf von Rosen. Ein Blick auf den Stand der Blumenverkäuferin verrät, dass sie auf Rosen in unterschiedlichen Farben spezialisiert ist. I'm afraid I can't help with that, Mr. Holmes. Okay. Charakterprofil Mr. Barnes. Are you familiar with Mr. Barnes? Yes. No, not really.
Well, in a way. What on earth does that mean? I know who he is, of course, but we haven't shared much more than a look. A look? Yes. Each morning I go for a walk in the park with my dog, and most days I spot Mr. Barnes there with his new puppy, so we see each other. Actually, we once met briefly while our dogs played. He was quiet and seemed unsteady as he approached, but since then, we've never spoken. I often see him staring through the shop window. Sometimes I wonder what he thinks about that would etch such longing onto his face. Aha. Mr. Barnes ist in das Komplott verwickelt. Kryptologische auf Barnes Ladentheke. Katalog für exotische I don't know anything about this, sorry. Aussage des Zeitungsjournals. Von Mr. Barnes. Are you sure you're asking the right person? I'm just a flower seller. I don't know anything about this, sorry. I'm afraid I can't help with that, Mr. Holmes. Verwelkte Blumen im Schaufenster. What do you make of the flowers in Barnes' shop window? Well, they could use a bit of water. Do they mean anything to you? Mean anything how? I'm not sure I follow, Mr. Holmes. Why do you think they're there? Are you suggesting the flowers are for me? It seems likely, does it not? Oh, I hope you're right. Fleming sagt, dass er nichts über die verwelkten Blumen weiß. Kaktus im gesprungenen Topf. One of these things is not like the other. Come again? The cactus. Those fearsome spines can prove a devil to remove, and the sap is often toxic. And a rose thorn can give you tetanus, but we still grow them. The cactus seems comparatively harmless, though you have me thinking it must be valuable. I was under the impression that you knew its price already. Your guess is as good as mine. The first time I saw this cactus was when I came back from my break. Aha, der Kaktus stand da plötzlich erst, wie aus ihrer Pause zurückkam, okay. Warum verhält sich Mr. Barnes so sonderbar? Verwelkte Blumen im Schaufenster. Kaktusstachel womöglich mit Gift. Mrs. Fleming über Mr. Barnes. Kaktusstachel möglich mit Gift. Kryptologiebücher. Kaktus in gesprungenen Topf. Mr. Barnes ist in Mrs. Fleming verliebt. Ja, das könnte sehr gut passen. Mr. Barnes ist in Mrs. Fleming verliebt. Mr. Barnes hat einen Strauß verwelkter Blumen ins Schaufenster gestellt, um die Aufmerksamkeit der Blumenverkäuferin Mrs. Fleming zu wecken. Vielleicht hofft er, sie so dazu zu bringen, in seinen Laden zu kommen und ihm Ratschläge zum Blumengießen zu geben, oder es handelt sich um den Versuch, ihr auf subtile Weise seine Verzweiflung zu signalisieren. Mr. Barnes hat Mrs. Fleming anonym einen Kaktus geschenkt, den er aus dem Katalog auf seiner Ladentheke bestellt hat. Womöglich nicht die beste Wahl, aber für Mr. Barnes scheint der Kaktus seine ewige Liebe zu symbolisieren. Nicht zuletzt lautet der Titel des Katalogs Immergrüne Pflanzen für eine immerwährende Liebe. Ganz offensichtlich handelt es sich dabei um den Kaktus, den er auf den Strand in der Mülltonne vor der Baker Street 22 fallen ließ. Es wird Zeit, dass er die Karten auf den Tisch legt. Ich glaube, wir haben den Fall gelöst. Mr. Barnes ist das Komplott verwickelt. Welches Komplott? Es gibt kein Komplott. I think perhaps I have been chasing shadows. Do not despair, Mr. Holmes. Even the best of us make mistakes. We better tell Mr. Barnes what we've learned.
Have a look at my flowers. They will not bite unless you touch their thorns. Mr. Barnes, I know what you did, and I know why you did it. I'm sorry, Mr. Holmes. I can't hear you very well from behind the door. Bei Mrs. Fleming steht ein Kaktus. Meine Zeitung ruiniert. I couldn't read this morning's edition of The Strand because it was covered in soil and spines. I know you dropped a cactus on it and then fled. Bei Mrs. Fleming steht ein Kaktus. You ordered a cactus from the plant catalogue and then left it for Mrs. Fleming as a gift. You place flowers in the window to get her attention and wear high heels to appear taller and more desirable. You are her secret admirer. Barnes, it's Dr. Watson. Rest assured we are not interested in disclosing your personal affairs to anyone, including Mrs. Fleming. Please come out. All right, then. So, you know what happened then? I was on my way back from the post office, having picked up the cactus and some books. It was quite an awkward package, heavy too, and when I got to your door, I dropped the cactus in your paper. Forgive me. I needed that paper to prove a theory and prevent a crime. Your actions were rather disruptive. Your clumsiness carrying the post is matched only by the clumsiness of your romantic gesture. Oh, it's true. I am useless with this sort of thing. I'm not even sure if Mrs. Fleming noticed. Das ist nicht mein Spezialgebiet. Ich weiß, was zu tun ist. As in most things in life, truth is the answer. Cease with the abstruse signals and anonymous gifts, and simply talk to the woman. What is the worst that can happen? She rejects you, and you are freed from this endless purgatory. That... Yes, you are correct, of course. I do have a slight tendency to overthink things. Thank you. So, at last, we return to the matter of the paper. I'm investigating a string of burglaries. Did you perhaps read of any before the edition was spoiled? I don't recall, but you're welcome to read our copy for yourself. You had an issue of The Strand here all along? Well, naturally. I am a bookseller. I have a subscription to every magazine and newspaper in London. So you ought to be familiar with the concept of burying the lead. Oh no, my apologies, Mr. Holmes. I'll make it up to you however I can. I am an expert on obscure languages and translation and Yes, okay. Just give me the paper. The Strand, 28. September. Trophäe erhalten. Beziehungsberater. Salpeterexplosion erschüttert die Docks. Vergangene Nacht wurden die Anwohner des Londoner Hafens durch lauten Knallgeräusche und dichten roten Rauch unsanft aus dem Schlaf gerissen. Das Handelsschiff Moskwa hatte am frühen Abend auf seiner Fahrt zum europäischen Festland für einen Zwischenstopp am Pier Nummer 3 angelegt, als es an Bord plötzlich zu mehreren Detonationen kam. Die Hafenbehörden äußerten sich bisher nicht zu dem Vorfall und es ist nicht bekannt, ob sich zu dem Zeitpunkt Besatzungsmitglieder an Bord befanden. Augenzeugenberichten zufolge gelangte Salpeter in den Fluss. Doch da der Ort des Geschehens nach wie vor weiträumig abgesperrt ist, lassen sich die Angaben noch nicht unabhängig überprüfen. Come, Dr. Watson. Let us put this matter behind us. Farewell, Mr. Barnes. I hope to hear good news about you and Mrs. Fleming. Ermittlungsfall abgeschlossen. Super. The Strand. So, den Fall hätten wir gelöst. Ja, super. Wer hat den Strand ruiniert? Können wir nochmal mit dir sprechen? Let me know if there's any way I can make it up to you. Tell you what, tomorrow's edition of The Strand is on me. Gedankenspiele können dir dabei helfen, aus einer Sackgasse zu gelangen, falls du nicht weißt, was als nächstes zu tun ist. Well, that was an utter waste of time.
An assassination did seem rather unlikely. There was supposed to be another burglary. I was certain of it. Something you wish to say, Doctor? No. Well, only that you have a remarkable faculty for deduction and pattern recognition. And that perhaps, if ill-applied... I see things that are not there. Yes. It is London. There will always be burglaries. Doesn't have to mean anything. So it seems. Forgive me. Without something to occupy my mind, I turn into an entirely different animal. Which brings us back to my news from earlier. I think I have a case for you, a real one. Truly? Indeed. Though perhaps not as thrilling as your stories from Cordona. A patient of mine, Captain Stenwick, told me that his servant disappeared. I said I knew just the man to help. What do you say? Oh, Watson. Yes, I know it's not the most tantalizing mystery, nor the story to launch my writing career. But... it's brilliant. Let's go. Oh, good. Well, his house is nearby. Come. Have a look at my flowers. They will not bite, unless you touch their thorns. So. Captain Stenwick wohnt in einem großen Herrenhaus ganz in der Nähe. Es befindet sich in derselben Straße wie Mr. Banners Buchhandlung. Herrenhaus. Wieso kann ich das nicht anheften? So. Ich hab's angeheftet. Captain Stanleys Herrenhaus. Wo sind wir? Mr. Barners Buchhandlung. Not much further now. Herrenhaus. Das hier vielleicht? Tja, und wie es weitergeht, erfahren wir dann im nächsten Video. Hat dir das gefallen? Dann würde ich mich über ein Like freuen. Abonniere meinen Kanal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Fall von Sherlock wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, tschüss. Euer Nightkid.